Wenn deine Katze bei dir schläft, will sie dir oft mehr sagen, als die meisten Halter ahnen. Wenn deine Katze bei dir schläft, glaubst du vielleicht, du kennst den Grund schon. Es ist gemütlich, es ist süß. Vielleicht denkst du, sie mag einfach die Wärme. Aber ganz ehrlich, in vielen Fällen steckt viel mehr dahinter. Denn wenn eine Katze sich nachts ausgerechnet zu dir legt, dann ist das nicht einfach irgendeine nette Gewohnheit. Es ist oft eines der stärksten stillen Signale, die sie dir überhaupt geben kann. Viele Halter unterschätzen komplett, wie bedeutungsvoll dieses Verhalten ist. Für uns sieht es nach Kuscheln aus. Für Katzen kann es aber um Sicherheit, Vertrauen, Zugehörigkeit und sogar um tiefe emotionale Bindung gehen. Und wenn man das falsch einordnet, übersieht man oft genau die Botschaften, die die eigene Katze schon seit langer Zeit sendet. Schauen wir uns also an, was es wirklich bedeuten kann, wenn deine Katze Nacht für Nacht bei dir schläft. Erstens, es geht oft nicht einfach nur um Wärme. Die meisten Menschen glauben sofort, klar, Katzen lieben Wärme. Also legt sie sich eben ins Bett. Und ja, Wärme spielt natürlich eine Rolle, aber sie erklärt längst nicht alles. Katzen sind erstaunlich gut darin, warme Plätze zu finden. Ein sonniges Fensterbrett, die Heizung, frisch gewaschene Wäsche, der Laptop, ein Sessel, auf den den ganzen Nachmittag die Sonne gefallen ist. Wenn Wärme der einzige Grund wäre, hätte deine Katze viele andere Möglichkeiten. Und genau deshalb ist die entscheidende Frage nicht, warum schläft sie warm, sondern warum sucht sie ausgerechnet dich? Schlaf ist für Katzen ein verletzlicher Zustand. In der Natur bedeutet tiefer Schlaf immer auch Risiko. Eine Katze, die schläft, kann langsamer reagieren, ist unaufmerksamer und damit angreifbarer. Ihr Instinkt sagt ihr deshalb eigentlich, dass sie sich einen geschützten, sicheren Ort suchen soll. Und trotzdem läuft deine Katze an all diesen möglichen Rückzugsorten vorbei, springt ins Bett und legt sich neben einen Menschen, der ein Vielfaches größer ist als sie. Das ist nicht einfach Bequemlichkeit. Das ist in vielen Fällen ein massiver Vertrauensbeweis. Wenn deine Katze bei dir schläft, sagt sie dir oft etwas sehr Klares. Bei dir kann ich loslassen, bei dir muss ich nicht wachsam sein, bei dir fühle ich mich sicher genug, um wirklich zu ruhen. Und genau deshalb sollte man dieses Verhalten nie als Kleinigkeit abtun. Sie verbindet ihren Geruch mit deinem. Vielleicht hast du schon beobachtet, dass deine Katze sich vor dem Einschlafen an dir reibt. Mit dem Kopf, mit der Wange, mit dem Körper. Viele denken dabei nur an ein niedliches Kuschelverhalten. Aber aus Katzensicht passiert hier etwas viel Tieferes. Katzen besitzen Duftdrüsen unter anderem an den Wangen, an der Stirn und am Schwanzansatz. Wenn sie sich an dir reiben, hinterlassen sie Duftstoffe. Für uns unsichtbar, für Katzen aber extrem bedeutsam. Noch spannender ist, wenn deine Katze sich nachts eng an dich drückt und regelmäßig bei dir schläft, vermischt sich ihr Geruch mit deinem. Und genau das ist sozial hochrelevant. Katzen, die sich sozial verbunden fühlen, erkennen sich auch über einen gemeinsamen Gruppengeruch. Vereinfacht gesagt, deine Katze markiert dich nicht einfach nur. Sie nimmt dich in ihr sicheres soziales Umfeld auf. Das ist einer der Gründe, warum manche Katzen nach deiner Rückkehr erst einmal intensiv an dir schnuppern. Aus Katzensicht bist du kurz ein bisschen anders zurückgekommen. Durch Nähe und gemeinsames Ruhen wird dieses vertraute Gefühl wiederhergestellt. Wenn deine Katze also immer wieder bei dir schläft, dann heißt das oft auch, du gehörst zu meinem sicheren Kreis. Du bist für mich nicht irgendwer. Du bist vertraut. Manchmal übernimmt sie nachts sogar eine Art Wächterrolle. Viele Katzen schlafen nicht irgendwo zufällig. Manche liegen an deinen Füßen, andere neben deinem Rücken, wieder andere direkt an deinem Kopfkissen. Und auch diese Position ist oft nicht ganz bedeutungslos. Selbst die gemütlichste Wohnungskatze trägt immer noch alte Instinkte in sich. Katzen sind Beutegreifer, aber eben auch selbst vorsichtige Tiere. Sie beobachten Räume, registrieren Bewegungen und merken sehr schnell, wenn sich etwas verändert. Wenn deine Katze sich nachts an eine bestimmte Stelle legt, kann das damit zusammenhängen, dass sie die Situation mit im Blick behalten will. Manche Katzen liegen so, dass sie die Tür sehen, andere bleiben näher an deinem Oberkörper. Nicht, weil sie menschlich denken wie ein Bodyguard, aber weil ihr Verhalten auf Schutz, Überblick und Kontrolle ausgerichtet ist. Emotional betrachtet ist das ziemlich stark. Denn selbst wenn deine Katze winzig ist, zeigt sie damit oft, ich bleibe in deiner Nähe. Ich achte auf das, was um uns herum passiert. Ich schlafe nicht einfach nur irgendwo, ich habe meinen Platz bei dir.
Natürlich heißt das nicht, dass deine Katze einen Einbrecher verjagen würde, aber in ihrer eigenen Logik kann diese Nähe sehr wohl auch etwas von gemeinsamer Sicherheit haben. Die Schlafposition verrät oft, wie sicher sie sich wirklich fühlt. Nicht nur, dass deine Katze bei dir schläft, sondern auch wie sie schläft. Wenn sie sich eng zusammenrollt, ist das meist die schützendste Position. Bauch und Pfoten sind gesichert, der Körper ist kompakt. Das kann bedeuten, sie fühlt sich in deiner Nähe grundsätzlich wohl, ist aber trotzdem noch ein Stück weit auf Vorsicht eingestellt. Wenn sie sich dagegen lang ausstreckt, den Bauch zeigt oder sogar halb verdreht daliegt, ist das oft ein sehr starkes Zeichen von Sicherheit. Eine Katze, die ihren Körper so offen präsentiert, signalisiert häufig, dass sie in diesem Moment nicht mit Gefahr rechnet. Sie lässt los. Auch wenn deine Katze dir den Rücken zudreht, ist das meistens nichts Negatives. Viele Menschen denken dann sofort, warum dreht sie sich weg? Aber aus Katzensicht kann genau das ein Vertrauenssignal sein. Denn wer dir den Rücken zeigt, rechnet nicht damit, sich vor dir schützen zu müssen. Und dann gibt es noch die Katzen, die sich direkt an dich pressen, sich in die kleinste Lücke quetschen oder unbedingt Körperkontakt halten wollen. Das ist oft die intensivste Form. Null Abstand, maximale Nähe, nicht aus Schwäche, sondern aus Bindung. Diese kleinen Unterschiede wirken von außen unscheinbar. Für die emotionale Einordnung sind sie aber extrem wertvoll. Manche Katzen passen ihren ganzen Rhythmus an ihren Menschen an. Katzen sind von Natur aus besonders in den frühen Morgenstunden und am Abend aktiv. Ihr natürlicher Rhythmus passt also eigentlich gar nicht perfekt zu unserem Alltag. Und trotzdem erlebt fast jeder Katzenhalter irgendwann, dass die eigene Katze erstaunlich genau weiß, wann man ins Bett geht, wann man aufsteht oder wann man nach Hause kommt. Katzen, die eng mit Menschen leben, passen sich häufig an deren Tagesabläufe an. Sie ruhen tagsüber anders, werden abends früher ruhig oder tauchen morgens ziemlich genau dann auf, wenn der Wecker bald klingelt. Sie lernen deinen Rhythmus nicht nur, viele übernehmen ihn. Und wenn eine Katze dann regelmäßig mit dir schlafen geht, ist das mehr als eine praktische Entscheidung. Es kann auch bedeuten, ich richte mich nach dir. Ich will in deiner Nähe sein, wenn dein Tag endet. Ich bin Teil deines Rhythmus geworden. Das klingt fast größer, als man es Katzen zutraut. Aber wer lange mit Katzen lebt, merkt, sie beobachten uns viel genauer, als wir denken. Deine Katze spürt oft, wie es dir geht. Manchmal früher als du selbst. Hattest du schon einmal einen richtig anstrengenden Tag und plötzlich klebt deine Katze an dir? Sie weicht dir nicht von der Seite, legt sich enger an dich als sonst oder sucht nachts besonders stark deine Nähe. Viele Halter kennen genau das. Und es wirkt fast so, als würde die Katze spüren, dass etwas nicht stimmt. Katzen reagieren sehr fein auf Körpersprache, Bewegungen, Stimme, Geruch und Stimmung. Wenn du gestresst bist, dich anders bewegst oder innerlich angespannt bist, nimmt deine Katze oft deutlich mehr wahr, als dir bewusst ist. Sie versteht vielleicht nicht, warum du traurig, erschöpft oder nervös bist, aber sie merkt, dass etwas anders ist. Und gerade nachts, wenn alles ruhig ist, bekommt sie diese Veränderungen besonders deutlich mit. Deine Atmung, deine Unruhe, deine Bewegungen, dein Grundzustand. Wenn eine Katze dann bewusst bei dir schläft, kann das auch bedeuten, ich bleibe bei dir. Ich habe gemerkt, dass etwas anders ist. Ich suche Nähe oder gebe sie auf meine Art. Das ist einer der Gründe, warum viele Menschen das Gefühl haben, ihre Katze sei in schwierigen Phasen besonders präsent. Nicht jede Katze reagiert gleich, aber viele nehmen emotionale Veränderungen erstaunlich fein wahr. Und genau deshalb ist auch die andere Seite so wichtig. Wenn deine Katze monatelang bei dir geschlafen hat und plötzlich damit aufhört, dann solltest du das nicht einfach abtun. Katzen sind Gewohnheitstiere. Wenn sie ein so vertrautes Ritual deutlich verändern, steckt oft ein Grund dahinter. Manchmal ist dieser Grund körperlich. Schmerzen oder Erkrankungen können dazu führen, dass eine Katze sich zurückzieht. Gerade ältere Katzen zeigen Veränderungen oft sehr subtil. Manchmal liegt der Grund in der Umgebung. Ein neuer Mensch, ein anderes Tier. Veränderungen im Schlafzimmer, neue Gerüche, Lärm, ein ungewohntes Ereignis. Was für dich klein wirkt, kann für deine Katze riesig sein. Und manchmal ist es emotional. Vielleicht hat sie sich erschreckt. Vielleicht fühlt sie sich gerade einfach weniger sicher. Wichtig ist, wenn deine Katze aufhört, bei dir zu schlafen, ist das nicht automatisch ein Zeichen von Ablehnung. Aber es ist ein Signal. Und Signale von Katzen sollte man ernst nehmen.
Gerade dann, wenn sie vorher über lange Zeit etwas ganz anderes gezeigt haben. Schau also genau hin. Hat sich noch mehr verändert? Frisst sie anders? Zieht sie sich häufiger zurück? Wirkt sie angespannter? Dann lohnt es sich, behutsam nach den Ursachen zu suchen und ihr wieder mehr Sicherheit zu geben. Wenn deine Katze bei dir schläft, ist das in vielen Fällen viel bedeutungsvoller, als es auf den ersten Blick scheint. Es kann um Vertrauen gehen, um Sicherheit, um Geruch, um Bindung, um Gewohnheit, um Nähe und manchmal sogar darum, dass sie emotional viel stärker auf dich reagiert, als du bisher gedacht hast. Für deine Katze ist dieses nächtliche Ritual oft nicht irgendein Zufall. Es ist Beziehung, es ist Vertrautheit, es ist ein stilles Ja zu dir. Und genau deshalb sollte man es weder romantisch übertreiben, noch achtlos kleinreden. Wer versteht, warum die eigene Katze nachts die Nähe sucht, versteht meistens auch die Beziehung zu ihr auf einer viel tieferen Ebene. Wenn du deine Katze besser verstehen willst, abonniere den Kanal und schreib in die Kommentare: Schläft deine Katze bei dir?